Ich glaube nicht, dass du hier einen Flatscreen reinkriegst, geschweige denn Personal. Zu Flatscreen, wenn wir uns den Kardonpass hochquälen. In Ladakh? Aufs Dach der Welt. Diese Therapie kann keinen Erfolg haben. Was heißt das? Sie erwarten einen perfekten Partner. Damit werden Sie zwangsläufig enttäuscht. Das wiederum klingt für mich plausibel. Also wahrscheinlich bin ich jetzt auch noch schuld daran, dass du mit Jessica geschlafen hast. Andi, ich habe das Gefühl, ich kenne dich überhaupt nicht. Beziehungen sind komplizierte Gebilde. Es ist praktisch unmöglich, sie von außen zu beurteilen. Manchmal schafft man das ja nicht mal von innen. Deswegen holen wir uns professionelle Hilfe. Weil wir Angst haben, dass wir die Dinge nicht mehr kontrollieren können. Und weil wir den anderen auf keinen Fall verlieren wollen. Helena, hi, wie läuft's? Hey, ich wollte dich noch an unseren Termin bei Dr. Goldmann erinnern. Nicht, dass du wieder zu spät kommst. Nee, klar, hab ich auf dem Schirm. Das hast du die letzten Male auch gesagt. Ja, aber da konnte ich wirklich nicht. Da ist mir was dazwischen gekommen. Morgen klappt's, aber versprochen. Okay, bis später. Ich liebe dich. Dabei vergessen wir oft das Wichtigste. Vertrauen. Kling und alles ist wieder wie früher. Vergiss es. Wenn das Glas gesprungen ist, dann blinkt gar nichts mehr. Wenn das Vertrauen weg ist, sind alle Bemühungen zum Scheitern verurteilt. Aber wie gewinnt man es wieder zurück? Für dieses Bild habe ich letzte Woche noch eine Option erworben. Und jeder Schritt könnte ihr letzter sein. Sie hat Vertrauen. Und woher nimmt sie das? Ja, das ist doch das große Geheimnis. Darum geht es doch. Das sagt unsere Paartherapeutin auch immer. Und wir reden und reden. Aber wofür? Diese Goldmann, die hat uns noch nicht einen sinnvollen Ratschlag gegeben. Die hört die ganze Zeit nur zu. Ja, so läuft das eben. So, die Termine habe ich mir alle kopiert. Über den Art Deco Sonderprospekt haben wir auch schon gesprochen. Und hier, da hat jemand großes Interesse, seinen alten Familienschmuck zu versteigern. Wow, da sind aber ein paar Schätze dabei. Wer ist es denn? Trutz zu Hohenfelden. Das ist Philipps Vater. Herzlich willkommen, Fürst Hohenfelden. Sie werden bereits erwartet. Danke. Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Einen Tee oder einen Espresso vielleicht? Vielen Dank, es wird nicht lange dauern. Okay, bitte. Ah, Trutz zu Hohenfelden. Was für eine Freude, Sie hier zu sehen. Bitte keine Umstände, ich habe nur einen Arbeitstermin mit Ihrer Nichte Nicola. Bleiben Sie länger in Düsseldorf? Möglicherweise. Dann bestehe ich darauf, dass Sie unser Gast auf Königsbrunn sind. Keine Widerrede, wir sehen uns später. Ihr Besuch. Fürst Hohenfelden. Nicola, es ist mir eine Freude, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Wie geht es Ihnen? Das Alter ist ein Gemetzel. Aber ich schlage mich ganz gut. Und, wie geht's Ihnen? Gut, danke. Philipp und ich, wir haben uns nur gewundert, dass Sie sich zuerst an mich wenden. Meine letzte Information war, dass er mich nicht sehen will. Weil er im Gefängnis saß. Unschuldig. Aber jetzt ist er seit ein paar Wochen wieder draußen. Einer unserer Ahnen saß im 15. Jahrhundert über 30 Jahre in Kerkerhaft. Gotteslästerung. Unschuldig. Wissen Sie, was er gemacht hat, als er wieder in Freiheit war? Er ließ eine Kathedrale bauen. So. Können wir jetzt über die Geschäfte reden? Sicher. Hi, was machst du denn hier? Abholservice. Ich will sicher sein, dass du diesmal pünktlich bist. Ja, also ich kann auf gar keinen Fall. Und wenn irgendwas sein wollte, dann wende ich einfach an Rudi, okay? Ciao. Hallo nochmal.
Abholservice. Wie cool. Vielen Dank. Ein Kollege? Ja, genau. Ist wie immer Trouble auf der Baustelle. Aber hast ja gehört, da müssen die heute ohne mich durch. Und bist du bereit? Logisch, ich brenne vor Begeisterung. Und wirst du mit verbundenen Augen auf einem Drahtseil über dem Abgrund balancieren? Hm? Das Glück ist mit den Furchtlosen. Komm, lass uns gehen. Ich erkläre es dir später. Vielleicht. Hast du gewusst, dass es im Tibetischen 5 Wörter für Herz gibt? Und Margan heißt alle Wesen, die einst unsere Mutter waren. Ich fürchte nur, ich bringe keinen kompletten Satz raus. Bis zu unserer Abreise hast du ja noch ein wenig Zeit und dann frage ich dich alle Vokabeln ab. Willst du gar nicht wissen, wie der Geschäftstermin mit deinem Vater war? Wie war dein Geschäftstermin mit meinem Vater? Lass mich raten. Er hat so getan, als wäre es das Normalste auf der Welt. Ja, aber Kein Wort über mich? du sollst eine Kathedrale bauen. Ich glaube, er ist sauer, weil du ihn nicht sehen wolltest, als du im Gefängnis warst. Er war schwer krank, ich wollte ihm das nicht zumuten. Aber das habe ich ihm alles geschrieben. Geschrieben. Sag, was ist eigentlich los mit euch beiden? Könnt ihr nicht wenigstens mal telefonieren? Irgendwann hatte ich mal die Idee, die Jungs aus meinem Internat zu uns nach Hause einzuladen. Aufs Schloss. Wir wollten ein ganzes Wochenende dort verbringen und in den Wäldern zelten. Wir haben uns alle total drauf gefreut. Und was ist passiert? Ich wollte meinen Vater anrufen, aber sein Sekretär hat abgenommen und mich gebeten, einen Termin zu machen, wenn ich mit ihm sprechen will. Was? Das war an meinem 16. Geburtstag. Der Ausflug hat daraufhin nicht stattgefunden. Ich bin nachher noch mal mit deinem Vater im Schneiders verabredet. Glaubst du, er plant etwas? Was? Nein, ich kann mich natürlich auch täuschen, aber er war irgendwie anders. Wie? Anders? Wärmer? Ich weiß es nicht. Komm doch einfach dazu und rede selbst mit ihm. Du musst auch keinen extra Termin machen. Warum nicht? Das wäre eine Gelegenheit, ihn wiederzusehen. So, nehmen Sie doch bitte schon mal Platz. Ich bin gleich bei Ihnen. Aber wir kommen schon klar. Was denn? Und wie läuft's auf der Baustelle? Alles okay? Ja, es gibt ein paar Probleme bei der Sichtbetonschalung. Mike und Wolle haben beim Vorstreichen der Schalbretter zu wenig Zementmilch genommen. Kannst dir vorstellen, wie das aussieht, ha? Und bei dir so? Ab übermorgen übernehme ich auch noch Nikos Aufgaben im Auktionshaus. Da kommt einiges auf mich zu. Da war heute ein Bild dabei. Von einer Seiltänzerin, die über dem Abgrund balanciert. Und auf der anderen Seite wartet das Glück auf sie. Sie sieht es nicht, aber sie weiß, dass es dort ist. Irgendwie hat mich das an unsere Situation erinnert. Komisch. Das ging mir bei der Sichtbetonschalung genauso. Hey, das heißt doch nur, dass du die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben hast. Ja. Also heute läuft so eine Romantic Comedy. Ich habe den Namen jetzt nicht ganz auf der Pfanne, aber das soll richtig gut sein. Da spielt diese... Ach, keine Ahnung. Naja, jedenfalls magst du sie. Oder wir könnten auch... Also wir müssen nicht ins Kino. Wir könnten auch ein Paddelboot ausleihen. Einen Tag in der Eifel verbringen vielleicht. Nur für einen Tag. So, ich hoffe, Sie mussten jetzt nicht zu lange warten. Und, wie ist es Ihnen ergangen seit der letzten Stunde? Worüber möchten Sie gerne reden? This verse went as far. I can't pretend that I didn't know just what
Sie haben die sexuell aktive Regressionsphase ja bereits hinter sich gelassen. Und wir haben sie auch sehr genossen. Genau. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Und seitdem, wenn Sie sich jetzt umarmen, wie fühlt sich das an? Ja, gut. Natürlich. Küssen Sie sich? Ja, klar, also vorhin erst bei der Begrüßung. Alles ganz normal. Ah, Herr Fritsche, Sie sind da anderer Meinung? Naja, also, ich finde schon, dass wir da jetzt ein bisschen rumeiern. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel küssen oder so, dann weiß ich nie genau, ob das okay für sie ist. Und warum? Naja, zum Beispiel, beim Küssen macht sie die Augen nicht mehr zu. Aber es geht doch darum, dass ich das erstmal überhaupt wieder zulassen kann, oder? Vielleicht meint Ihr Partner ja, dass Sie sich nicht wie sonst dabei fallen lassen können? Sie haben kein Vertrauen mehr in Ihren Partner. Also das jetzt aus einem Kuss herzuleiten, ich weiß nicht. Ach, und sie hat mich abgeholt. Naja, vorhin zur Therapie. Du hast gesagt, du findest das gut. Ja, eigentlich schon, aber... Naja, wo sie das jetzt gerade mit dem Vertrauen gesagt hat... Sie hat mich sogar gestern Abend angerufen, um mich an den Termin von heute zu erinnern. Ja, weil du zweimal zu spät gekommen bist. Und Sie haben nicht das Vertrauen, dass Ihrem Partner die Therapie ebenso wichtig ist. So, leider ist unsere Zeit jetzt schon wieder rum, aber als Hausaufgabe schlage ich Ihnen beiden eine sehr effektive Vertrauensübung vor. Sie führen Ihren Partner mit verbundenen Augen, indem Sie ihn nur mit Ihrer Stimme leiten. Suchen Sie sich ruhig ein Gelände aus, wo Gegenstände oder Bäume stehen, denen Ihr Partner mit Ihrer Hilfe ausweichen muss. Und Sie machen beide diese Übung. Und danke, dass du dir dafür freigenommen hast. Das zeigt mir, dass dir die Sache genauso wichtig ist wie mir. Naja, okay, dann können wir anfangen. Ja. Also dann einfach mal geradeaus. Achtung, Baum! Oh Mann, du Idiot! Was, wieso denn? Nicht du, Ansgar! Ja, was denn? Wenn ihr schon blinde Kuh spielt, kann es doch ein bisschen spannend sein, oder? Lass uns einfach in Ruhe, okay? Ach, jetzt verstehe ich. Das ist so ein kleines Rollenspiel. Macht das denn bei euch heute so ein bisschen heiß? Wollen wir jetzt weitermachen? Ja. Ja, viel Spaß noch. Ludwig von Landstein hier. Ist das Meteorologische Institut? Ja, ich wüsste ganz gern mal, wie das Wetter so in den nächsten Tagen wird. Ja, genau, Raum Düsseldorf. Regenfälle? Ja, ja, und die Windrichtung, die würde mich besonders interessieren. Philipp, wartest du auf mich? Entschuldige, ich habe ein wenig gelesen und nachgedacht. Ich habe deinen Vater in der Firma getroffen. Tja, schon lustig. Anscheinend trifft er jeden außer seinen Sohn. Er wird bei uns wohnen, dann habt ihr noch ein paar Tage vor eurer Abreise. Das wird nicht reichen. Wir haben uns seit Monaten weder gesehen noch gesprochen. Und dann meldet er sich bei meiner Frau und will irgendetwas versteigern. Das ist doch nicht normal. Für Trutz zu Hohenfelden schon. Ich kenne ihn nicht anders. Ich weiß, dass in unseren Kreisen einiges anders läuft, Ludwig. Aber ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so schwierig und verschlossen ist wie mein Vater. Mein Vater war ähnlich. Ich habe viele seiner Entscheidungen nicht verstanden. Und wie ist es mit dir? Ich bin nicht nur Vater. Ich habe noch andere große Aufgaben. Die Dynastie. Ja. Ein Patriarch denkt in Jahrhunderten und vergisst darüber oft die Befindlichkeiten der Gegenwart. Dein Vater wird seine Gründe haben, Philipp. Okay, also ich glaube, du bist langsam dran. Ach komm, lass doch zum Schlossteich gehen, dann führe ich dich am Ufer entlang. Na los. Du wirst sehen, es bringt jede Menge Fun.
Und, kannst du was sehen? Nein, Wie viele Finger halte ich hier? ich könnte jetzt lügen. Ja, aber dann wäre das Ganze ja sinnlos. Okay, kann losgehen. Okay, dann mal geradeaus. Na los! Ein Fuß vor den anderen. Genau, schön abwechselnd. Jetzt lauf, du schaffst das schon. Ich führe dich sicher und sanft. Los, ich passe gut auf dich auf, da kann überhaupt nichts passieren. Jetzt vertrau mir doch mal. Ich habe hier einen unserer Standardverträge mitgebracht. Wenn Sie noch Modifizierungen wünschen, dann... Danke. Ich vertraue Ihnen. Vater, du hier? Philipp. Setz dich. Du trennst dich von Erbstücken? Manchmal muss man sich von ein paar alten Dingen trennen, um wieder Platz für Neues zu schaffen. Und sonst geht's dir gut, Vater? Ja? Das letzte Mal, als wir uns gesehen hatten, hast du gerade mit der Chemotherapie begonnen. Und jede Frage zu deinem Gesundheitszustand abgeblockt. Der schwarze Reiter war mir dicht auf den Fersen. Aber ich habe ihn besiegt. Das wurde aber auch Zeit. Warum? Ist von allem doch noch genug Reserve da. Es geht um Andi. Ich glaube, er braucht Betreuung. Dafür bin ich halt echt nicht der Richtige. Aber du bist sein Freund. Also, ab mit dir. Los. Ich verstau die Sache schon. Wo brennt's diesmal? Ach, das willst du gar nicht hören. Stimmt, aber deine Kollegen vom Bau auch nicht. Ich sollte gar nicht arbeiten. Hab mir freigenommen. Einmal wegen der Therapie und einmal wegen so einer Vertrauensübung. Ich sollte Helena die Augen verbinden und dann sollte sie sich durch meine Stimme führen lassen. Hat sie aber nicht. Woher weißt du das? Reine Intuition. Und jetzt? Naja, nix. Wir waren beide frustriert. Sind dann nach Hause. Andi, nix ist zu wenig. Was glaubst du bringt mehr? Wenn du mir deinen Frust erzählst oder Helena? Die Antwort kannst du dir unterwegs überlegen, also hau ab. Und nimm dein Handy mit. Keine Kommunikation am Hof zu Hohenfelden. Ich habe noch nie zwei Menschen gesehen, die sich so schlecht unterhalten können. Sie brauchen eine gute Moderatorin. So, das reicht mir jetzt. Entweder ihr beide redet miteinander oder wir lassen das Ganze. Ich verstehe sehr gut, dass du mit Nicola verheiratet bist. Ich bin ein sehr glücklicher Mann. Und ich bin eine sehr ungeduldige Frau. Also, Fürst, jetzt wo Sie wieder gesund sind, wie verbringen Sie Ihre Zeit? Reisen Sie? Arbeiten Sie? Ich reise selten, da ich mich zu Hause am wohlsten fühle. Dann können wir Sie ja mal besuchen kommen. Ja? Ja? Wäre sehr schön. Wirklich? Gerne, wir kommen dich bald besuchen. Und wann genau? Nach unserer Reise, wenn Philipp und ich wieder zurück sind. Wir fahren nach Tibet. Ein Jahr im Campingbus. Ludwig! Thomas! Sie wollen dem großen Moment wohl beiwohnen, was? Tja, wenn etwas so Langgewachsenes verschwindet, kann man schon ein bisschen melancholisch werden. Ach, wächst doch alles wieder nach. Ja, es war die richtige Entscheidung. Für die Firma. Ich hätte es mir denken können. Er ist nichts weiter als ein verbitterter Sturkopf. Ich verstehe einfach nicht, warum er sich so aufgeregt hat. Tibet. Du und deine Träume. Werde doch endlich erwachsen. Und was bedeutet das für dich? So freudlos werden wie du? Freudlos?
weil ich mir meine Zeit nicht mit unnützen Reisen vertreibe. Es gibt viele Gründe, warum wir diese Reise machen wollen. Die Gründe von meinem Sohn kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hatte so gehofft, wir finden einen Weg zueinander. Von einer gewissen Distanz aus betrachtet ist das Leben ganz einfach. Es gibt einen Ausgangspunkt und es gibt ein Ziel. Und dazwischen liegen ein Weg und viele kleine Hindernisse. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir uns fragen, können wir dieses Hindernis überhaupt noch überwinden? Sorry, wenn ich hier so reinplatze. Ich dachte nur, vielleicht können wir darüber reden, über die Übung. Vielleicht können wir es ja auch einfach noch mal wiederholen. Zum Beispiel jetzt. Also wenn du Bock hast. Na gut, vielleicht hast du auch recht. Und das Ganze, wozu auch? Ich meine, ist ja nur so eine bescheuerte Übung. Wichtig ist ja nur, dass wir uns lieben. Hm? Also ich liebe dich. Das weißt du doch, oder? Ich weiß gar nichts mehr, weil ich dir nicht vertraue. Manchmal erkennen wir, dass das Seil, auf dem wir stehen, gar nicht so fest gespannt ist, wie wir uns das erhoffen. Dann reicht ein kleiner Impuls von außen, der uns ins Wanken bringt. Und wir sind allein mit unserer Hoffnung, dass wir genug Kraft sammeln, um wieder zurück aufs Seil zu klettern. Denn wir wissen nicht, was uns auf der anderen Seite erwartet. Scrip Spion. Das heißt Läuterung der trüben Schleier. Scrip Spion. Scrip Spion. Jack Spa.